Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute bereiten wir wieder ein köstliches Römertopfgericht vor. Und zwar werden wir dazu Hähnchen in einer Buttermilchmarinade eine ganze Nacht darin marinieren und dann am nächsten Tag im Römertopf backen. Durch die Marinade wird das Hähnchen sehr zart und auch sehr schmackhaft, sodass es im Römertopf sehr viel schneller garen wird als ohne Marinade. Wir werden also am Abend vorher das Hähnchen in eine Schüssel geben und dazu ein ganzes Päckchen Buttermilch hinzufügen. Dazu habe ich dann 3 Knoblauchzehen verrieben, die kommen auch dazu, bevor wir dann noch die Gewürze hinzugeben werden. Abgesehen von dem frischen Knoblauch könnte man natürlich auch noch andere Gewürze hinzugeben, wie zum Beispiel den Trester meines natürlichen Antibiotikums. Und folgende Gewürze habe ich hinzugefügt, also Koriander grob gemahlen, Himalaya-Salz gemahlen, das ist hier ein indisches Currypulver, Kurkuma, Biogemüsebrühe, Paprika. Das ist, was ich an Gewürzen hinzugefügt habe. Eine Prise frisch gestoßener Pfeffer sollte auch noch hinzukommen, wegen dem Kurkuma, das hatte ich hier wohl vergessen. Und das war es auch schon, was die Marinade betrifft. Jetzt wird einfach alles hier gründlich verrührt. Ich hatte dann noch die Buttermilchpackung mit etwas Wasser ausgespült, das auch noch hinzugegeben. Ja, und das war's. Und dann alles verrühren. Und sobald wir dann alles gründlich hier vermischt haben, wird das Ganze in den Kühlschrank gestellt. Also natürlich zugedeckt, mit etwas Klarsichtfolie in den Kühlschrank gestellt, über Nacht, damit das Fleisch schön marinieren kann und die Gewürze aufnehmen kann. Am nächsten Tag habe ich dann einige Zwiebeln hier grob geviertelt. Man könnte auch noch anderes Gemüse hinzugeben, wie Kartoffeln und Karotten zum Beispiel, aber die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht zur Hand. Den Römertopf hatte ich hier mindestens eine halbe Stunde in kaltem Wasser eingeweicht. Das ist immer wichtig, das muss man vorher machen, bevor man den Römertopf im Ofen dann benutzt. Dann habe ich mit einem Schaumlöffel die Hähnchen aus der Marinade herausgenommen, weil wir nicht die ganze Marinade benutzen werden. Die Hähnchenteile kommen alle in den Römertopf, dann werden wir am Ende noch die Zwiebeln hinzugeben und wer möchte eben, wie gesagt, noch Kartoffeln und Karotten, bevor wir dann die Soße für den Römertopf zubereiten werden. Jetzt geben wir noch die Zwiebeln hinzu, wie gesagt, und dann werden wir einen Teil der Marinade für die Soße verwenden, aber eben nicht alles. Den größten Teil werden wir einfrieren und dann für ein anderes Mal wieder benutzen, denn diese Buttermilchmarinade, die kann man für viele verschiedene Gerichte benutzen. Zu der Soße kommen dann wieder folgende Gewürze hinzu. Und zwar erstmal einen gehäuften Esslöffel Paprika oder Tomatenmark, dann wieder Kurkuma, frisch geschossener Pfeffer, eine Prise davon, dann wieder Koriander frisch gemahlen, Himalaya-Salz gemahlen, Currypulver, Paprika. Das ist, was ich jetzt dafür benutzt habe für die Soße, aber man kann variieren, wie man das gerne möchte. Dann wird alles gründlich mit der Soße vermischt. Wir brauchen eben nicht so viel Soße für den Römertopf, weil das Hähnchen auch nochmal im Römertopf sehr viel Wasser lassen wird. Dadurch, dass der Römertopf ja eben vorher eingeweicht wurde, lässt der nochmal sehr viel Wasser ab. Und deshalb muss man eben nicht viel Soße hinzugeben. Ich habe zwar dann nochmal etwas mehr jetzt hier von der Buttermilchmarinade hinzugefügt, weil ich einfach dachte, ja, etwas mehr sollte es schon sein, aber das kann man dann nach Gefühl machen, wie man das möchte. Das kommt dann einfach alles jetzt dazu und das war es theoretisch schon. Also so einfach geht diese Vorbereitung. Jetzt kommt es einfach alles in den Ofen, wird eben zugedeckt und dann kommt dieser Römertopf in den Ofen und wird jetzt erst angeschaltet. Also man heizt den Ofen niemals vor, wenn man den Römertopf hineingibt, weil der sonst zerspringen könnte. Der muss eben langsam zusammen mit dem Ofen aufgeheizt werden. Zwischendurch haben wir dann den Römertopf wieder rausgeholt und das Hähnchen einfach mal umgedreht, damit es auch von der anderen Seite schön braun und knusprig backen kann. Das war etwa so nach 30 bis 45 Minuten der Fall und dann haben wir ihn etwa noch eine halbe Stunde lang weitergebacken. Das Hähnchen ist aber jetzt schon ganz weich, wie gesagt, weil durch die Buttermilch wird das Hähnchen eben sehr zart und braucht nicht sehr lange im Römertopf. Und nach maximal 1,5 Stunden ist das Hähnchen dann auch schon fertig. Wer nicht so viel Soße haben will, könnte den Deckel einfach am Ende abnehmen, also eine halbe Stunde vor Ende der Garzeit könnte man den Deckel abnehmen, damit das Hähnchen dann schön knusprig im Ofen braten kann. Ihr seht, das ist ein sehr einfach zuzubereitendes Gericht. Es geht wirklich sehr schnell und einfach. Man muss eben nur eine Nacht vorher das Hähnchen in dieser Marinade marinieren und am nächsten Tag geht es eben rucki zucki das Ganze. Und das Tolle ist, dass eben Römertopfgerichte so ungemein köstlich schmecken und ein Garen im eigenen Saft ohne Geschmacksverlust garantiert ist. Auch ist das Backen im Römertopf sehr viel gesünder, weil man kaum zusätzliches Fett benötigt, Nährstoffe und Vitamine weitestgehend erhalten bleiben und auch nichts anbrennt. Und weil auch der natürliche Geschmack der Speisen intensiviert wird, schmeckt es einfach sehr viel besser.
als in einer herkömmlichen Auflaufform. Das war es dann auch wieder für heute. Ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen beim Nachbacken dieses leckeren Römertopfgerichtes. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.